Ja, wir machen heute Hähnchengeschnetzeltes aus meiner kleinen Tiny-Küche hier mitten im Wohnmobil. Wir sind ja vor einiger Zeit ins Wohnmobil gezogen und von daher begnügen wir uns jetzt mit der kleinen Tiny-Küche. Aber ihr habt euch auch so gewünscht, es soll ja authentisch sein. Habe ich ja genug Nachrichten erhalten in der Vergangenheit. So, wir machen heute Hähnchengeschnetzeltes und dazu braucht ihr auch gar nicht viele Zutaten. Und zwar 750 Gramm bis 1 Kilo Hähnchenbrustfilets. Ich habe 1 Kilo gewählt, damit es auch für uns für 2 Tage reicht. 2 Paprikaschoten in grün und rot. Ich mag ja immer gerne so einen farblichen Touch. Eine Zwiebel, 3 bis 4 Esslöffel Sojasauce, 2 bis 3 Esslöffel flüssigen Honig, 500 Milliliter Brühe und 200 Gramm Frischkäse. Natürlich noch Pfeffer und Salz und etwas Fett zum Anbraten, da wir ja heute mit der Pfanne arbeiten. Falls euch nachher die Soße etwas zu flüssig geworden ist, weil vielleicht das Gemüse zu viel Flüssigkeit verloren hat oder das Fleisch oder ähnliches, dann bräuchtet ihr vielleicht noch ein bisschen Speisestärke, damit ihr die Soße auch gut andicken könnt. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, lasst uns loslegen. Erstmal braten wir dann die Hähnchenbrustfilets in der Pfanne an, einfach ein bisschen Öl in die Pfanne geben, warten bis heiß ist und dann auch schon die Hähnchenbrust dazu. Hähnchenbrust am besten portionsweise anbraten, dann geht es meistens ein bisschen schneller. Und bevor ihr das ganze Fleisch aus der Pfanne nehmt und beiseite stellt, um anschließend das Gemüse anzubraten, einmal kurz mit Pfeffer und Salz würzen. Das Gemüse jetzt ein paar Minuten kurz anschmoren, sodass es leicht weich wird und das Ganze dann mit der Brühe ablöschen und den Frischkäse einrühren. Falls euch das Bild jetzt ein bisschen anders vorkommt, ich musste das Licht anmachen, weil bei uns wird es nämlich schon leicht dunkel. Und hier drin wurde schon ein bisschen düster. Ja, jetzt habe ich schon den Frischkäse drin, den werde ich jetzt gleich noch ein bisschen einrühren. Und dann kommt auch schon die Sojasauce und der Honig dazu. Und das Ganze lasst ihr dann ein bisschen köcheln, bis das Gemüse leicht bissfest ist. Und dann geht's weiter. Wie ich gerade festgestellt habe, hat meine andere Kamera nicht aufgenommen. Das heißt, ihr konntet gar nicht sehen, wie ich die Brühe und den Frischkäse dazu gepackt habe und vielleicht auch nicht die Sojasauce und den Honig. Habe ich aber getan. Müsst ihr euch jetzt bildlich vorstellen. Technische Panik kann hier passieren. Ich bin alleine und dann, sorry bitte. So, jetzt geht die Hühnchenbrust wieder dazu und dann lasst ihr das noch mal kurz alles erwärmen. Und schmeckt das dann mit Pfeffer, Salz und wenn ihr noch mal wollt, mit Sojasauce und Honig ab. Und wenn euch dann die Soße etwas zu dünn geworden ist
oder ihr sagt, na, es könnte alles ein bisschen flüssiger, könnte alles ein bisschen fester sein, dann bindet das einfach mit 1-2 Teelöffel Stärke und etwas Milch und dann bekommt ihr das auch etwas dicker hin. So, bei uns ist fertig. Hähnchengeschnetzeltes. Ich nenne das Hähnchengeschnetzeltes Kasimir, weil mir kein Name eingefallen ist. Und dazu gibt es bei uns Knödel.